starten wir rein mit unserem ersten Spiel der zweiten Saison bei Leipzig. Es gibt auf jeden Fall einfachere Aufgaben zu Beginn, weil das nächste Spiel ist dann gegen die Bayern zu Hause. Dann kommt die Hertha und Union, dann geht es auch irgendwann mit der Champions League los. Und das ist auch unser Ziel für diese Saison. Wir sollen mindestens wieder einen Champions League Platz erreichen mit der neuen, jungen, wilden Truppe hier. Viele talentierte Leute, sogar so viele, dass ich mir eine zweite Mannschaft erstellt habe. Habt ihr ja sicherlich gesehen im letzten Video. Wir haben unter anderem einen neuen Linksverteidiger mit Meier, wir haben mit Ferdi Kadioglu einen neuen Rechtsverteidiger, wir haben mit Ugarte und Donny van de Beek eine neue Doppel-6 und mit Guillaume Resté sogar einen neuen Keeper. Also Kevin Trapp habe ich verkauft. Die Gründe habe ich euch im letzten Video genannt. Ja, und ansonsten hier und da noch ein paar junge Talente, einen großen, fast 2 Meter Hühnen, Sascha Kalajdzic nochmal geholt. Den kannst du immer mal gebrauchen und ansonsten, wie gesagt, viel Talent auf der Bank in der zweiten Mannschaft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Aber der Druck ist natürlich jetzt gleich schon mal da, wenn wir in die Champions League sollen, dass wir von Anfang an hier unsere Punkte holen und nicht erst ab der Rückrunde damit beginnen. Aber ich bin da einfach sehr, sehr optimistisch. Warum nicht? Ich habe auch richtig Lust drauf. Vor allem mit den neuen Spielern hier. Wenn die sich erstmal gefunden haben, wenn sich das alles richtig eingespielt hat. Es kann natürlich auch genauso gut in die andere Richtung gehen. Das kann auch ein völliger Reinfall werden, was ich jetzt aber nicht glaube. Also davon mal abgesehen. Ich glaube schon, dass wir unter die ersten 4 mindestens mal kommen können, je nachdem, wie sich Dortmund verstärkt hat, die Bayern und noch so ein paar andere Teams, so Leverkusen, wenn Wolfsburg wieder oben mitspielt. Ich weiß es nicht. Vorne die 4, die sind auf jeden Fall erstmal geblieben. Mamouche, Götze, Ebimbe. Aber die haben das auch in der letzten Saison richtig gut gemacht. Und warum nicht hier zum Auftakt gleich mal einen Sieg holen, ne? Wir haben in Leipzig hier letzte Saison nur unentschieden gespielt. Da haben wir auch 2-0 geführt. Dann haben wir das leider noch leichtfertig hergegeben. Aber gut, Leipzig ist auch so vom Spielerpersonal her. Die haben jetzt, glaube ich, auch nicht viele Transfers hier in-game gemacht. Also ich habe jetzt so recht keinen neuen gesehen. Angelino. Ist der schon wieder da? Der war, glaube ich, nur verliehen oder so, glaube ich. Aber hier, Yusuf Pausen, der ist immer noch da. Schlager, ja, das ist das, was Leipzig halt auch letzte Saison gemacht hat. Sich festgesetzt hat, viel Druck vorne ausgeübt hat. Gelair, der ist, glaube ich, auch neu. Oh, den hat er aber nicht, oder? Ne, das darf doch nicht sein, ey. Der ist da 10 Stunden lang, ist der in Ballbesitz. Und dann, oh, Resté hat den Ball. Das kann nicht sein. Der legt sich den da außen vorbei. Gegen 2 Mann, das war schon wieder so typisch. Fängt schon wieder an. Wer läuft denn da durch? Ist das Van de Beek? Ja. Oder Ugarte? Ne, es war Ugarte. Der hat die 7. Okay. Das war also gerade sehr, sehr heiß und heikel. Der darf aber nie da durchkommen. Das ist auch klar. Solche Situationen müssen wir einfach besser versuchen zu klären. Da ist Forsberg, Olmo, aufgepasst, Meier. Van de Beek, ja, und jetzt sind wir wieder hier. Mamouche ist auch mit hinten. Die kommen trotzdem immer noch in Ballbesitz. Die bleiben immer am Ball, da hat sich auch nichts geändert. Obwohl wir den Ball eigentlich schon sicher hätten haben müssen. Und ich bin natürlich auch auf Guillaume Resté gespannt. Das ist auch jemand, den ich euch mal vorgestellt habe in einem Talentvideo. Jetzt habe ich ihn selber. Hoffentlich hält er das, was er verspricht und was er halt auch gekostet hat. Aber die Bälle zum Beispiel an der Außenbahn, das ist viel zu einfach. Robin Koch ist da zum ersten. Achtung. Da ist Ugarte nochmal. Und genau das ist das, was Ugarte machen soll. Also einfach ein robuster, klassischer Abräumer. Vor der Abwehr halt so ein Sechser, der wirklich dazwischen geht, wenn es dann wirklich sein muss. So, Orban jetzt gegen... Ja, Gulaschi kommt raus, schade. Den kann man dann auch zur Not mal als hängende Spitze irgendwie reinwerfen oder auch mal auf den Flügeln, wenn dann zum Beispiel ein Sascha Kalajdzic vorne drin spielt. Das wäre zum Beispiel so eine Option. Okay, momentan haben wir da nicht viel entgegenzusetzen. Leipzig ist schon die spielbestimmendere Mannschaft. Aber gut, war auch nicht anders zu erwarten. Ehrlich gesagt. Aber trotzdem, hier auf den Björn Meier bin ich auch mal gespannt. Das ist so ein Kostic-Verschnitt. Der holländische Philipp Kostic, wenn man möchte. Der kann auch den linken Außenverteidiger geben. Linkes Mittelfeld zur Not kann er auch spielen. Jetzt kommt erstmal hier Kadioglu. Mal gucken, was er so drauf hat. Schöne Flanke. Da ist Mamouche, ja. Der kann es auch immer noch. Der wird halt jetzt erstmal fehlen, der Eintracht in echt, ne? Der ist beim Afrika Cup, genauso wie Skiri und Shaibi.
Und die Stürmersuche, die nimmt einfach kein Ende. Wir haben jetzt zwar mit Van de Beek, wir haben Nathaniel Brown für den Sommer geholt. Wir sollen noch ein, zwei Innenverteidiger auf der Liste haben, aber wir brauchen einen Stürmer. Ansonsten, keine Ahnung, muss der Busfahrer irgendwie spielen gegen Leipzig, wenn es dann losgeht. Mitte Januar. Und das erste Tor durch einen Neuzugang. Durch unseren holländischen Philipp Kostic, durch Meier mit der Nummer 20. Und auch wieder nach dem altbekannten Muster. Der Eckball ungefähr auf den Elfmeterpunkt, 3,5 Balken, zack. Und dann ist es auch egal, ob da ein, keine Ahnung, Timmy Chandler steht, ein Gift Orban oder auch ein Meier. Der setzt sich da gegen zwei Mann durch und bringt uns hier erstmal in Führung. Das erste Tor in seinem ersten Spiel. Okay, wir haben, glaube ich, mehr Neuzugänge drin als Spieler von der letzten Saison, oder? Vielleicht zur Hälfte. Egal, wir führen jetzt erstmal 1-0. Ich schaue mal, ob ich zur Hälfte mal ein bisschen wechseln kann, dass wir auch mal die anderen Spieler sehen. Die möchte ich dann gerne auch mal... Ja, das ist kein Elfmeter. Die würde ich dann auch gerne mal präsentieren auf dem Feld. Und die Spielweise von Leipzig, die kommt uns auch entgegen. Wirklich, wenn die so Pressing-artigen... Oh nein! Also wenn sie Pressing spielen, dann haben die natürlich hinten Lücken. Wir haben vorne die schnellen Leute. Und wir nutzen das dann natürlich aus. Und ich hätte eigentlich schon Bock auf Kalajdzic, ey. Ich würde den auch gerne mal sehen. Großer, schlachsiger Typ. Wie gesagt, fast 2 Meter groß oder ist sogar 2 Meter groß. Aber jetzt führen wir erstmal in Leipzig 1-0. Das ist okay. Was sagt hier die Statistik? Ja, eigentlich nicht verdient, aber egal. Das ist halt echt schon eine geile Truppe. Guck mal, das ist ein fester Stamm. Und dann dahinter haben wir sogar noch Haraldsson, habe ich auch vergessen. David, Nachwuchskeeper, spielt in der B-Mannschaft dann. Ne? Nagalo auch, Knauf, Tuta haben wir immer noch, Miretti. Und hier haben wir halt Sascha Kalajdzic. Der ist genau 2 Meter groß, 90 Kilo, also auch schon robust. Ich hätte jetzt ein bisschen Lust auf Haraldsson, muss ich sagen. Wir bringen jetzt mal Haraldsson rein und vorne Sascha Kalajdzic. Und die anderen lassen wir nochmal. Ugarte, warum hat der hier ein Minus? Rechts ZTM, okay. Meier, Kadioglu. Die haben halt auch noch ein richtig hohes Potenzial. Das ist halt das Geile. Ich habe mir Spieler geholt, die halt nicht nur ihren Wert behalten, sondern halt das, was ihr, glaube ich, auch machen solltet. Spieler, die halt noch besser werden. Also die wirklich ein hohes Potenzial haben, bis an die 90 sogar ran teilweise. Die ihr dann auch für viel Geld dann verkaufen könnt natürlich. Das müsste abseits sein, oder? Ja, schade. Und Haraldsson, Isländer. Ich glaube, das ist... Oh Gott, vorne, ey. Sascha Kalajdzic, da habe ich schon einen Schiss, wenn ich das von Weitem sehe, dass seine Beine irgendwann mal auseinanderbrechen. Also das sind Streichhölzer irgendwie. So ein bisschen. Aber er soll ja Kopfballtore machen, ne? Deswegen ist er auch 2 Meter groß. Hätte auch Basketballer werden können, ist er aber zum Glück nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt aber erstmal Leipzig. Aufgepasst. Mit Schlager, ja, Defensive. Müssen wir hier zumachen. Das macht Van de Beek auch von alleine. Ja, es wird eine Abwehrschlacht hier, wenn das jetzt schon so weiterläuft. Achtung, auch wieder 2 Optionen. Openda und Reste. Jetzt fallen sie wieder alle übereinander her, warum auch immer. Und Kadioglu klärt. Ah, es geht weiter. Das war nicht der letzte Angriff. Achtung, Haraldsson, der da nicht hinkommt. Und wieder Reste. Und jetzt laufen sie wieder zu. Ich weiß nicht wohin. Dann zurück zum Keeper. So, und da ist er frei. Jawohl. Gut, hinten rausgespielt. Mal gucken, ob wir das jetzt auch noch final fertig kriegen. Jawohl, das ist so. So möchte ich spielen. Jungs, rahmt euch das mal ein, bitte. Und jetzt komm, Flanke auf Kalajdzic. 2 Meter. Nee, macht er mit dem Fuß. Ja, Gulaschi kriegt den nicht ganz zu greifen. Aber habt ihr gesehen, so muss das laufen. Wenn der Gegner presst, rausspielen hinten, versuchen die Ruhe zu bewahren, Lücken zu sehen und dann spielt ihr euch auch solche Chancen raus wie ich gerade. Da ist wieder Kadioglu, bisschen Platz, Götze. Ah, dann braucht er zu lang. Oh, Danjuma haben die auch noch, aber wir haben Ugarte hier. Zack, jetzt gibt es zwar den Freischuss, warum auch immer, aber egal, genau dafür habe ich ihn auch geholt, genau das soll er machen. Gut, Jurenta hatten die auch schon letzte Saison. Und da haben wir Van de Beek, ganz easy peasy. So, und jetzt geht's wieder nach vorne. Da ist Haraldsson. Na gut. Funktioniert nicht, also hintenrum. Seitenwechsel und direkt weiterleiten. Jawohl, Ebimbe gegen Lukeba jetzt. Vorne, ja, das macht er schon richtig. Kalajdzic sucht immer wieder den direkten Weg da nach vorne. In die Spitze.
Und dann machen wir halt wieder Seitenwechsel. Ich habe damit gar kein Problem. Wir machen das ein paar Minuten lang. Und dann ergibt sich die Lücke hier und dann gibt es eine Ecke. So, dann holen wir wieder ein bisschen Zeit raus. Das läuft wirklich alles nach Plan. Und wie gesagt, wir haben auch diese Saison eine richtig gute Bank. Sei es bei der A11 oder bei der B11. Sage ich jetzt mal. Das hatten wir halt letzte Saison nicht. Da müssen wir halt auch mal so zugeben, dass wir da vielleicht auch nicht unbedingt die beste Bank hatten. Aber es hat für Platz 4 trotzdem gereicht. So, jetzt ich versuche mal was. Alle sollen mal den Keeper zustellen. Dann hat nämlich Ebimbe... Oh, ne. Platz, er sollte den dann nämlich direkt nehmen. Hat aber leider nicht geklappt. Ja, aber wer war es wieder? Ugarte. Wirklich sensationell jetzt schon. So, Götze gegen Seiwald. Ja, auch auf dem Bierdeckel ausgetanzt. So, Flanke. Ja, war nicht gut. Komm, Götze gegen Lukeba. Ja, Ebimbe ist da. Wo ist denn hier unser Hühner in der Mitte? Der ist doch da. Van de Beek. Und dann gibt es die Ecke von der anderen Seite. Also, wir haben uns jetzt ein bisschen befreit vom Pressing der Leipziger. Halten die so ein bisschen weg. Ne. Bitte? Das hat er nicht wirklich gemacht, oder? Ich glaub's ja nicht. Filip Kostic. Oh, Junge, das ist das falsche Trikot. Ah, ein Stich ins Herz. Das kann ja, das gibt's ja nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich wieder zurückgeholt, Bruder. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber das hier geht und es klappt, die Bimbe. Haha. Genau das wollte ich bei der ersten Ecke gerade auch schon machen. So ungefähr. Ich wollte das dann direkt nehmen, aber das hat mir jetzt nochmal die zusätzliche Motivation gegeben. Filip Kostic. Ja, im RB-Trikot. Boah, furchtbar. Furchtbar. Von daher hier, Ebimbe nimmt den einmal mit. Da stehen dann sogar noch 3, 4 Leute auf der Linie. Das ist dem egal. Das macht er trotzdem. Zack. Vorbei an Meier, der sich da duckt. 2-0. Wie in der letzten Saison, aber diesmal nach 75 Minuten schon. Das heißt, wir sind auf einem richtig guten Weg, hier unser Auftaktspiel zu gewinnen. Oh, komm, den Ball müsste haben. Und dann schon mal mit einem ganz anderen Gefühl gegen die Bayern dann reinzugehen. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Wie wir das dann machen. So. Kadioglu, Ebimbe. Ja, oh, die Mannschaft lässt sich richtig gut spielen. Das wird eine richtig gute Saison. Hab ich so im Gefühl. Vor allem, weil da auch so viel Potenzial noch vorhanden ist. Ne? Wir haben halt auch einfach so viele Nachwuchsspieler, die halt noch so viel Potenzial haben. Das macht halt wirklich Laune. Bis jetzt. Mal gucken, ob ich die Laune immer noch habe, wenn ich 4 Spiele in Folge verliere. Oder im Pokal gegen, keine Ahnung, Regensburg ausscheide oder gegen Sandhausen. Ja, Vorsicht, das Spiel ist ja noch nicht durch. Muss Meier hin. Oh, Achtung, Robin Koch. Ja, ist da. Perfekt. Auch da können wir noch nachlegen auf der Bank. Das ist halt auch sehr, sehr geil. Und Haraldsson gegen Gelert. Der ist schon geleert hier. Gelert, der kommt gar nicht hinterher. Haraldsson macht er alleine. Schade. Den hat Gulaschi jetzt. Den pflückt er sich. Aber wir probieren das nochmal, oder? Ja, nee, jetzt geht's nicht. Jetzt stehen sie... Nee, warte mal. Das funktioniert. Das funktioniert gerade nochmal. So, jetzt Ebimbe einmal annehmen. Jetzt, so wollte ich das doch. Genau. Das sieht wirklich nach dem ersten Sieg aus. 4 Minuten vor Schluss, da würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen. Ja, außer Leipzig macht jetzt gleich noch den Anschlusstreffer, aber selbst dann, nee. Gut, also wir sind im Ballbesitz. Kalajdzic muss sich erstmal ein bisschen sortieren mit seinen Füßen. Aber Achtung, Robin Koch. Pacho kommt nicht ran und da ist doch noch der Anschluss. Openda. Also zu 0, das wird sich auch in der Saison wahrscheinlich fortsetzen, werden wir es auch nicht immer schaffen. Ja, ich höre gar nichts von den Heimfans. Sie haben zwar ein Tor geschossen, aber irgendwie ist da niemand da hier. Das geht natürlich auch zu einfach. Und genau auch da, wie Kevin Trapp, hält auch unser neuer Keeper, die neue Nummer 1, nicht. Weil der halt auch einfach nicht zu halten ist. So, also müssen wir doch noch mal ein bisschen gucken. Ah, es war gar nicht Openda, war Danjuma. Sieht von Weitem aus wie Openda. Naja, also. Jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen uns hier fokussieren, je nachdem, wie lange es Nachspielzeit gibt. Ich hoffe nicht, dass wir hier noch ein 2-2 kriegen. Es gibt noch eine Minute oben drauf, aber das spielen wir jetzt hier ganz ruhig zu Ende. Nochmal ein Seitenwechsel. Und das müsste es dann gewesen sein. Nochmal ein langer Ball auf Haraldsson. Gut, der ist weg, der ist bei Gulaschi. Und somit darf der Schiri gerne abpfeifen und er macht's. Und somit haben wir den Auftaktsieg. 2-1 in Leipzig. Mit unserer neuen Truppe. Viele Neuzugänge. Es läuft noch nicht alles rund, ist ja klar. Aber wir haben mal 3 Punkte in Leipzig geholt. Ja, Ausrufezeichen.
Das heißt, die Bayern, die können sich auch schon mal auf was gefasst machen vielleicht. Mal gucken. Und dann geht's so weiter hoffentlich. Also die Statistik war ziemlich ausgeglichen. Wir haben beide, glaube ich, 6 Torschüsse gehabt. Gut, im Endeffekt haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, Risté hat da auch noch ein paar gute Bälle rausgeholt. Naja, ist das erste Spiel. Wie gesagt, nach dem ersten Spiel, da wird die Saison noch nicht entschieden. Das ist doch ganz klar so. Jetzt hier, Donny van de Beek ist eher schlapp, hat nicht die Energie. Das ist halt auch gleich geblieben. Da ist halt jetzt nach dem Spiel... Das verfälscht das Ganze so ein bisschen. Ich mache es jetzt trotzdem mal auf ausgeglichen, die anderen sind noch so weit. Ja, Grün, das ist okay. Bei Larsson, gut, der hat nicht gespielt. Den haben wir dann auch noch zum Beispiel auf der Bank. Ne? Das ist zum Beispiel nochmal zum Thema, dass wir jetzt auch eine richtig gute Bank haben. Das war nochmal ein Keeper. Das finde ich halt wirklich krass. Den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Der hat eine Freigabesumme von 103 Millionen. Das heißt, der muss ja mindestens mal eine 90 kriegen. Eine 91 oder eine 92 oder so. Dann natürlich hier Duru Sinmi. Da ist natürlich das in echt jetzt so, dass sich der Transfer wohl jetzt zerschlagen hat erstmal. Also erstmal auf Eis gelegt, weil der beim Medizincheck wohl ein paar Auffälligkeiten hatte. Und der nicht so ganz gut durchgekommen ist. Von daher ist Duru Sinmi jetzt erstmal kein Thema mehr für die Eintracht. Ja, so ist es halt manchmal. Ne? Es ist zwar alles schon so fix, aber wenn dann der Medizincheck kommt und es ist doch noch irgendwas, dann gibt es natürlich immer noch die Chance, dass sich so ein Transfer auch zerschlägt. Vermehren war auch so ein Kandidat, den wollte ich mir noch holen, aber der ist halt auch nicht frei, weil das ist der wichtigste Spieler von Antwerpen. Verstehe ich auch, deswegen geben die den nicht ab. Und Raphael Onyedika, den habe ich jetzt nochmal auf die Liste, auch nochmal für die zweite Mannschaft, so jemand, der da so ein bisschen für Stabilität sorgt. So, natürlich wollen jetzt die letzte Saison gespielt haben, die wollen jetzt natürlich auch spielen, das ist natürlich ganz klar. Ja, aber das ist auch wichtig hier, Konkurrenz belebt das Geschäft und so weiter und so fort. Jetzt haben wir das Freitagsspiel. Und dann haben wir sogar noch ein Tag Transferfenster. Gut, 14 Millionen müssen wir mal gucken, da ich jetzt schon fast 200 Millionen ausgegeben habe, ob das irgendwas bringt. Wir haben nochmal ein Scouting-Update von unserem französischen Scout hier. Wir haben ja schon einen Keeper und einen Stürmer. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendeinen finden. Guck ihn hier zum Beispiel. Der hat einen Wert von 1,8 Millionen, ist schon 17 Jahre alt, aber der kann trotzdem noch gut werden. Das ist so einer, was ist das? Stürmer Mittelfeld, okay. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Wir gucken jetzt einfach mal. Arnaud nicht. Nee, den auch nicht. Robin Paul auch nicht. Und Gaspard Bernier. Gut, da ist der Wert auch zu niedrig. Da gucken wir gleich mal, was der für einen Wert hat, der Jugendmann. Das interessiert mich jetzt gleich. Jugendakademie. Und dann werdet ihr sehen. Gut, der hat eine 65. Das ist natürlich was anderes als der Stürmer, den wir verpflichtet haben. Den können wir dann zum Beispiel auch verleihen, oder? Wir sind ganz mutig. Wir nehmen den in der zweiten Mannschaft mit auf die Bank. Aber da wird er wahrscheinlich nicht oft spielen. Ich glaube, das ist besser, wenn man den verleiht. Und bei Arnaud, da müssen wir halt noch warten. Der ist halt erst 15. Also du darfst ja erst Spieler verpflichten, die dann 16 sind. Wir machen das jetzt gerade mal. Ich gehe jetzt mal hier in die Mannschaft rein, hier in die Teamzentrale. Und dann schauen wir gerade mal hier. Gesamtstärke, der ist ja wahrscheinlich ganz hinten. 65, ist nicht der schlechteste. Und dann setzen wir den mal auf die Leihliste. Miller spielt natürlich, Amanda Aronson, oh weia, wenn ich den Kader hier sehe, da steckt sehr, sehr viel Potenzial. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, da steckt so viel Potenzial drin, das macht bestimmt einfach nur Lust und Laune, weil, wenn ich auf die Mannschaft immer keinen Bock habe, dann mache ich einfach hier nach rechts und dann habe ich trotzdem immer noch eine gute Mannschaft. Und das ist es ja, ne? Und ich denke mal, ich werde, ja, ist jetzt gegen die Bayern, okay. Da werde ich dann mal gucken, ob ich da die Mannschaft mal umstelle, weil die müssen, glaube ich, wieder alle zurück auf ausgeglichen. Auf den Trainingsplan. Naja, das mache ich dann offscreen. Kurzer Blick auf die Tabelle nochmal. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen fürs erste Spiel. War doch ganz ordentlich. Mal gucken, ob wir das gegen die Bayern fortsetzen können. Das wird auch wieder ein richtig, richtig geiles Spiel. Ihr erinnert euch noch an die letzte Saison. Heimspiel gegen die Bayern. Da war irgendwas. Mit der Szene verabschiede ich euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Und Kunku hinten winkt Orban. Der versucht mit einem Fallrückzieher. Was ist das denn?